Sind Sie eines Morgens müde, blass und ohne Grund schlapp, wenn Sie in den Spiegel schauen? Vielleicht schreit Ihre Leber still um Hilfe, aber Sie hören es nicht. Stellen Sie sich ein Organ in Ihrem Körper vor, das ohne Pause, ohne einen Moment innezuhalten und ohne sich zu beschweren, Tag und Nacht arbeitet. Es filtert Giftstoffe aus Ihrem Blut, produziert lebenswichtige Proteine, speichert Energie und erfüllt mehr als 500 verschiedene Funktionen, um Sie am Leben zu erhalten. Dieses Organ könnte um Hilfe rufen, ohne dass Sie es bemerken. Hier ist die schreckliche Wahrheit. Ihre Leber ist ein stiller Held. Auch wenn Sie es nicht bemerken, leidet sie möglicherweise. Schockierende Information: Ihre Leber hat keine Schmerzrezeptoren. Das heißt, sie schmerzt nicht, wenn sie geschädigt ist. Während andere Organe sofort Alarm schlagen, wenn ein Problem auftritt, leidet Ihre Leber still und arbeitet weiter, bis sie fast vollständig zerstört ist. Eine schockierende Studie der Deutschen Leberstiftung ergab, dass mehr als 5 Millionen Deutsche an einer Lebererkrankung leiden, aber 70% davon nichts davon wissen. Eine weitere Studie der Universitätsklinik Hamburg zeigte, dass Menschen mit einer frühen Leberschädigung ihre Symptome oft als normale Alterserscheinungen oder Stress wahrnehmen und jahrelang damit leben. Aber es gibt Hoffnung. Die Leber ist wie kein anderes Organ regenerationsfähig. Wenn die Schädigung rechtzeitig erkannt und gestoppt wird, kann sich die Leber sogar dann vollständig erholen, wenn 75% davon geschädigt sind. Wenn man jedoch zu lange wartet, werden die Schäden irreversibel. Der Hepatologe Dr. Michael Weber vom Deutschen Leberzentrum warnt: Die Leber ist wie ein geduldiger Freund, der sich nie beschwert, auch wenn er Schmerzen hat. Aber wenn sie endlich um Hilfe ruft, ist es meist schon zu spät. Deshalb müssen wir ihre subtilen Hilferufe erkennen lernen. Das Problem ist, dass die Symptome einer Leberschädigung so seltsam und ungewöhnlich sind, dass sie leicht übersehen oder falsch interpretiert werden. Juckende Füße, verfärbte Nägel, ein metallischer Geschmack im Mund. Wer würde denken, dass all dies Warnsignale der Leber sind? Verpassen Sie nicht die Informationen, die Ihr Leben retten können. Bevor wir ins Detail gehen, schreiben Sie uns in den Kommentaren: Haben Sie in letzter Zeit ungewöhnliche Symptome bemerkt, die Sie sich nicht erklären können? Und aus welcher Stadt verfolgen Sie uns? Wir lesen jeden Kommentar, denn Ihre Beobachtungen können anderen Menschen helfen. Vergessen Sie nicht, unseren Kanal zu abonnieren und den Gong zu aktivieren. Dieses Video könnte das Wichtigste sein, was Sie jemals über Ihre Leber erfahren werden. Es könnte Ihr Leben retten. Heute erklären wir Ihnen 12 seltsame Anzeichen dafür, dass Ihre Leber bereits geschädigt sein könnte. Diese Signale sind so subtil und ungewöhnlich, dass selbst Ärzte sie manchmal übersehen. Wenn Sie sie jedoch kennen und erkennen, können Sie Ihre Leber retten, bevor es zu spät ist. 12 seltsame Anzeichen für Leberschäden. 1. Unerklärlicher chronischer Juckreiz. Beginnen wir mit dem vielleicht seltsamsten Symptom. An Ihren Füßen, insbesondere nachts, tritt ein leichtes Jucken auf. Sie denken vielleicht, dass es sich um trockene Haut oder eine leichte Allergie handelt. Sie verwenden Lotion, wechseln das Waschmittel, aber der Juckreiz verschwindet nicht. Im Gegenteil, er verschlimmert sich und breitet sich langsam auf Ihre Beine, Ihren Oberkörper und schließlich auf Ihren ganzen Körper aus. Gefahrenmechanismus. Chronischer, unerklärlicher Juckreiz ohne sichtbaren Ausschlag ist ein erstes Anzeichen dafür, dass Ihre Leber um Hilfe ruft. Eine gesunde Leber leitet Gallensalze in den Darm. Wenn die Leber geschädigt ist oder die Gallengänge verstopft sind, sammeln sich diese Gallensalze im Blut an und lagern sich unter der Haut ab. Dort reizen sie die Nervenenden und verursachen quälenden Juckreiz. Eine Studie der Universitätsklinik Münster ergab, dass 84% der Leberpatienten über chronischen Juckreiz klagen. Das Problem: 90% dieser Patienten hatten zuvor einen Hautarzt aufgesucht, aber keine Ursache gefunden. Petra, 58 Jahre, aus Köln. Monatelang habe ich mich nachts blutig gekratzt.
Ich war bei 3 verschiedenen Hautärzten. Niemand konnte mir helfen. Erst als ich zusätzlich erschöpft war und anfing, Gewicht zu verlieren, hat mein Hausarzt meine Leberwerte überprüft und festgestellt, dass meine Leber schwer geschädigt ist. 2. Veränderungen an den Nägeln. Terry-Nägel und Mürke-Linien. Sie bemerken, dass Ihre Nägel nicht mehr so aussehen wie früher. Sie weisen weiße Linien oder Flecken auf, sind brüchig geworden oder haben eine seltsame Verfärbung. Die meisten Menschen führen dies auf Calciummangel oder Alterung zurück. Gefahrenmechanismus: Die Leber produziert viele Proteine, die für gesunde Nägel notwendig sind. Wenn sie geschädigt ist, kann sie nicht mehr genügend Proteine produzieren, was zu charakteristischen Nagelveränderungen führt. Die häufigste Veränderung sind Terry-Nägel, die meist weiß oder milchig sind und nur an der Spitze einen schmalen rosa oder braunen Streifen aufweisen. Eine Studie von Melinik mit 400 Patienten mit Leberzirrhose ergab, dass 67% von ihnen charakteristische Nagelveränderungen aufwiesen. Hans, 64 Jahre alt, aus München. Meine Frau bemerkte, dass meine Nägel weiß geworden waren. Ich dachte, das sei normale Alterserscheinung, aber als sie darauf bestand, dass ich zum Arzt gehe, stellte sich heraus, dass ich eine Leberzirrhose im Frühstadium hatte. 3. Metallischer Geschmack im Mund. Sie putzen Ihre Zähne und bemerken plötzlich einen seltsamen Geschmack im Mund. Metallisch, bitter oder anders als sonst. Dieser veränderte Geschmack kann ein Warnsignal für eine geschädigte Leber sein. Gefahrenmechanismus: Eine geschädigte Leber kann dazu führen, dass sich verschiedene Stoffe, die normalerweise aus dem Körper ausgeschieden werden sollten, im Blut ansammeln. Diese Stoffe beeinträchtigen den Geschmackssinn und führen zu einem charakteristischen metallischen oder bitteren Geschmack. Die häufigste Geschmacksveränderung ist der hepatische Fetor, ein süßlich-fauliger Geschmack und Geruch, der durch die Ansammlung von Ammoniak verursacht wird. Ingrid, 61 Jahre alt, aus Dresden: Ich hatte monatelang diesen ekelhaften metallischen Geschmack im Mund. Ich ging zum Zahnarzt, zum HNO-Arzt. Erst als ich zusätzlich erschöpft war und meine Haut sich gelblich verfärbte, führte mein Arzt umfassende Tests durch und stellte fest, dass meine Leber schwer geschädigt war. 4. Chronische und unerklärliche Müdigkeit. Hepatische Fatigue. Sie wachen morgens auf und fühlen sich, als hätten sie gar nicht geschlafen. Den ganzen Tag über fühlen sie sich bleischwer und müde. Selbst einfache Aufgaben erfordern enorme Anstrengungen. Diese erdrückende Müdigkeit kann ein Zeichen dafür sein, dass Ihre Leber nicht mehr richtig funktioniert. Gefahrenmechanismus. Die Leber ist das Kraftwerk des Körpers. Wenn sie geschädigt ist, kann sie ihre lebenswichtigen Funktionen nicht mehr erfüllen, was zu chronischer Müdigkeit und Schwäche führt. Diese Lebermüdigkeit unterscheidet sich von normaler Müdigkeit. Sie ist tiefgreifend, durchdringend und lässt sich nicht durch Schlaf oder Ruhe beheben. In der Medizin wird dies als hepatische Fatigue bezeichnet. Eine Studie der Johns Hopkins University mit 500 Patienten ergab, dass 89% der Leberpatienten über starke Müdigkeit klagten. Werner, 67 Jahre alt, aus Berlin. Ich war so müde, dass ich nachmittags immer schlafen musste. Meine Familie dachte, ich wäre alt und träge geworden. Als der Arzt meine Leber untersuchte, stellte sich heraus, dass sie seit Jahren geschädigt war. 5. Gelbfärbung des Augenweißes, Sklerenikterus. Sie schauen in den Spiegel und stellen fest, dass das Weiß Ihrer Augen nicht mehr strahlend weiß ist. Zunächst denken Sie, es handele sich um eine Lichtreflexion, doch dann erkennen Sie einen gelblichen Schimmer. Dies ist ein Alarmsignal für Ihre Leber. Gefahrenmechanismus: Diese Gelbfärbung, die auftritt, wenn sich Bilirubin, ein Abbauprodukt der roten Blutkörperchen, im Blut ansammelt, ist in der Regel das erste sichtbare Anzeichen einer Leberschädigung. Eine Studie der Universitätsklinik Frankfurt ergab, dass 78% der Patienten mit einer frühen Leberschädigung eine Gelbfärbung der Augen aufwiesen, bevor andere Symptome auftraten. 6. Spinnen-Navy, Spider-Navy. Sie bemerken kleine spinnenähnliche rote Flecken auf ihrer Haut, insbesondere im Gesicht, am Hals oder an den Armen. Sie sehen aus wie kleine rote Sterne. Gefahrenmechanismus:
Diese charakteristischen Hautveränderungen sind auf hormonelle Veränderungen zurückzuführen, die bei einer Leberschädigung auftreten. Eine geschädigte Leber kann bestimmte Hormone, insbesondere Östrogen, nicht mehr richtig abbauen, was zu Veränderungen in den kleinen Hautgefäßen führt. Eine Studie der Hautklinik München hat ergeben, dass 71% der Leberpatienten Spider Navy haben. 7. Veränderungen der Urin- und Stuhlfarbe. Sie gehen auf die Toilette und stellen fest, dass Ihr Urin dunkler als normal ist. Er sieht aus wie starker Tee oder sogar Cola. Gleichzeitig ist Ihr Stuhl ungewöhnlich hell, fast grau oder lehmfarben. Gefahrenmechanismus? Diese Farbveränderungen sind auf eine gestörte Bilirubinverarbeitung zurückzuführen. Wenn die Leber geschädigt ist, gelangt weniger Bilirubin in den Darm, heller Stuhl, und mehr wird über die Nieren ausgeschieden, dunkler Urin. Der Gastroenterologe Dr. Thomas Richter vom Leberzentrum München warnt: Auffällige Veränderungen der Urin- und Stuhlfarbe sind niemals normal und sollten sofort untersucht werden. Klaus, 62 Jahre, aus Bremen: Wochenlang war mein Urin dunkel wie Tee und mein Stuhl fast weiß. Die Verstopfung wurde rechtzeitig operativ beseitigt. 8. Erhöhte Blutungsneigung und leichte Blutergüsse. Sie bemerken, dass Sie selbst bei kleinen Stößen leicht Blutergüsse bekommen. Selbst ein leichter Stoß gegen die Tischkante verursacht einen großen Bluterguss. Beim Zähneputzen bluten Ihre Zahnfleisch stärker. Gefahrenmechanismus. Die Leber produziert einen Großteil der Proteine, die für die Blutgerinnung notwendig sind. Wenn sie geschädigt ist, kann sie nicht mehr genügend Gerinnungsfaktoren produzieren. Eine Studie der Heidelberger Klinik für Hämatologie ergab, dass 76% der Leberpatienten Gerinnungsstörungen aufweisen. 9. Rote Handflächen oder auch Palmarerythem. Sie betrachten Ihre Handflächen und stellen fest, dass sie ungewöhnlich rot sind. Es handelt sich nicht um eine normale Rötung aufgrund der Durchblutung, sondern um eine intensive Rötung, insbesondere unter dem Daumen und dem kleinen Finger. Gefahrenmechanismus? Dies ist ein klassisches Anzeichen für hormonelle Veränderungen, insbesondere für eine gestörte Östrogenverwertung bei Leberschäden. Der Dermatologe Dr. Michael Hoffmann vom Hautzentrum Hamburg erklärt: Palmarerythem ist ein sehr spezifisches Anzeichen für Leberschäden. 10. Blähbauch, Aszites. Sie stellen fest, dass Ihr Bauch gewachsen ist, obwohl Sie nicht zugenommen haben. Ihre Kleidung sitzt eng um die Taille, aber Ihre Arme und Beine sind möglicherweise dünner geworden. Gefahrenmechanismus: Bei fortgeschrittener Leberschädigung kann sich Flüssigkeit in der Bauchhöhle ansammeln, Aszites. Das bedeutet, dass die Leber nicht mehr genug Albumin produzieren kann, um die Flüssigkeit in den Blutgefäßen zu halten. Dies ist ein sehr ernstes Anzeichen für eine fortgeschrittene Erkrankung. Der 72-jährige G. aus Rostock: Während mein Bauch immer größer wurde, verlor ich an Gewicht an Armen und Beinen. Als ich zum Arzt ging, hatte sich bereits 4 Liter Flüssigkeit in meinem Bauch angesammelt. 11. Verwirrtheit. Hepatische Enzephalopathie. Sie merken, dass Sie nicht mehr so klar denken können wie früher. Sie sind vergesslich, haben Konzentrationsschwierigkeiten und fühlen sich manchmal verwirrt. Gefahrenmechanismus. Wenn die Leber nicht richtig funktioniert, kann sie die Giftstoffe im Blutkreislauf nicht mehr filtern. Insbesondere Ammoniak, ein Nebenprodukt des Proteinstoffwechsels, sammelt sich an und vergiftet das Gehirn. Dieser Zustand wird als hepatische Enzephalopathie bezeichnet. Frühwarnzeichen. Veränderte Handschrift, wird unleserlich, Schwierigkeiten bei einfachen Rechenaufgaben, Persönlichkeitsveränderungen. 12. Allgemeines Unwohlsein. Malaise. Vielleicht das subtilste, aber wichtigste Symptom. Sie spüren, dass etwas in Ihrem Körper grundlegend nicht stimmt. Sie haben keine starken Schmerzen oder dramatischen Symptome, aber Sie fühlen sich nicht wie Sie selbst. Ärzte bezeichnen dies als Malaise, Unwohlsein. Gefahrenmechanismus. Psychosomatische Klinik. Eine Studie in Heidelberg hat ergeben, dass 87% der Leberpatienten über ein allgemeines Unwohlsein klagen, das sie nicht genau beschreiben können. Dr. Martin Schulze: Patienten haben oft eine erstaunliche Intuition für ihren Körper. Sie spüren schon lange vor den Tests, dass etwas nicht stimmt.
Diese Intuition sollte ernst genommen werden. Ergebnis und Aktionsplan. Kontrolle zurückgewinnen. Jetzt kennen Sie die 12 seltsamen Anzeichen einer Leberschädigung. Aber es reicht nicht aus, sie nur zu kennen. Sie müssen auch wissen, was zu tun ist. Hier ist der Aktionsplan. 1. Nehmen Sie diese Symptome ernst. Die Leber ist ein stiller Leidensweg. Wenn sie Signale sendet, sollten Sie darauf achten. 2. Lassen Sie Ihre Leberwerte überprüfen. Einfache Bluttests können wichtige Hinweise geben. ALT, AST, Bilirubin, Albumin, Gerinnungswerte. 3. Lassen Sie eine Bildgebung durchführen. Ultraschall, CT oder MRT können strukturelle Veränderungen in der Leber zeigen. 4. Vermeiden Sie weitere Schäden. Reduzieren Sie Ihren Alkoholkonsum, achten Sie auf Medikamente und ernähren Sie sich leberfreundlich. 5. Holen Sie sich fachkundige Hilfe. Bei Auffälligkeiten wenden Sie sich an einen Hepatologen oder Gastroenterologen. Die gute Nachricht ist, dass sich die Leber regenerieren kann. Dr. Robert Zimmermann, Leiter der Abteilung für Hepatologie an der Universitätsklinik Essen, betont, die Leber ist das einzige Organ, das sich vollständig regenerieren kann, aber entscheidend ist eine frühzeitige Diagnose. Zusätzliche Maßnahmen: Reduzieren Sie Fett und Zucker. Übergewicht ist eine der häufigsten Ursachen für Leberschäden. Reduzieren Sie Ihren Alkoholkonsum oder geben Sie ihn ganz auf. Lassen Sie sich gegen Hepatitis A und B impfen. Regelmäßige Bewegung unterstützt die Leberfunktion. Wir möchten Ihre Meinung in den Kommentaren hören. Haben Sie eines dieser seltsamen Symptome bemerkt? Ihre Erfahrungen können andere Menschen helfen und Leben retten. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, liken Sie es bitte. Abonnieren Sie unseren Kanal und aktivieren Sie den Gong, damit Sie keine wichtigen Gesundheitsinformationen verpassen. Denken Sie daran, dass Ihre Leber Tag und Nacht für Sie arbeitet. Schenken Sie ihr die Aufmerksamkeit und Pflege, die sie verdient. Eine frühzeitige Diagnose kann den Unterschied zwischen Heilung und irreversiblen Schäden ausmachen. Wir sehen uns im nächsten Video mit wichtigen Gesundheitsinformationen. Bis dahin, hören Sie auf Ihren Körper, achten Sie auf kleine Signale und passen Sie gut auf Ihre Leber auf. Ihre Leber ist sehr wertvoll. Schützen Sie sie.